Ab dem 01.01.2025 müssen Betriebe E-Rechnung schreiben können. Und damit sind wir vielleicht doch nicht mehr ganz im Hintertreffen und vielleicht doch langsam ein bisschen digitaler. Oder ist das so? Ich habe mir das Ganze mal genauer angeguckt, unter anderem auch, weil ich selber E-Rechnung schreiben können muss und empfangen können muss. Und ja, möchte einmal ganz kurz darüber ranten. Ich glaube, darum geht es mir heute. Genau, aber grundsätzlich, wir klären erstmal, was ist eigentlich eine E-Rechnung, beziehungsweise wofür wurde dieses Konzept überhaupt gebaut? E-Rechnungen gibt es in mehreren Geschmacksrichtungen. Grundsätzlich geht es aber hauptsächlich darum, die sehr, sehr vielen verschiedenen Standards, die aktuell kursieren, damit man automatische Zahlungen hat auf Unternehmensseite, zu standardisieren. Das heißt, wir schaffen Standards, um Transaktionen und Rechnungen einigermaßen automatisch abwickeln zu können. Das heißt, wenn ich eine Rechnung bekomme und die vielleicht in meinem System hinterlegt ist, dann kann ich auch automatisch nachgucken, stimmen die Zahlen, passt das alles und kann die Zahlung rausschicken. So, das kann ich alles machen, wenn ich vernünftige Verarbeitbarkeit mit einem PC habe. Und dazu brauche ich Standards. Einer davon ist X-Rechnung. X-Rechnung ist wirklich, daher kommt das X übrigens, eine XML-Datei. Mehr ist das nicht. Es ist nur eine XML-Datei. Es ist keine PDF mehr und kein ausgedruckter Wisch mehr, den ich dann bekomme oder abschicke, sondern es ist wirklich eine XML-Datei. Das heißt, es geht nur noch um Computerverarbeitbarkeit. Und das ist tatsächlich der Standard in Europa. Ihr könnt euch das Ganze so vorstellen ungefähr. Da steht dann eben drin, ey, das ist die Steuernummer. Das sind nur Beispieldaten. Ich hoffe, ihr seht das. Das hier ist der Name der Firma, also Beispiel GmbH, und das hier ist zum Beispiel die Adresse der Firma. Das sind alles Daten, die in einer Rechnung drinstehen müssen. Und die werden einfach in der X-Rechnung als XML erzwungen, damit es eben ein gültiger Standard ist. So, und wenn ich den habe, dann kann ich einfach gucken, ist das vielleicht in meinem Lieferketten-Ding drin und kann dann automatisch eben diese Rechnung begleichen. Das ist für ein Unternehmen, kann das schon mal sehr, sehr vorteilhaft sein. Es gibt aber noch einen zweiten Standard, weil eben nicht alles immer automatisch abläuft und manche Leute, wenn sie so eine X-Rechnung sehen, vielleicht so eine XML-Datei sehen, dann doch eher sagen, ja, nee, ich verstehe nicht, welche Zahl da jetzt welche Summe sein soll, ich lasse das lieber mal. Und deswegen gibt es die, einmal kurz durchatmen, der Standard heißt Zugpferd, ja. Das ist ja so ein deutsches Ding, ich weiß nicht warum, aber wir haben es irgendwie mit diesen Namen, die lang sind und dann ist es doch nur eine Abkürzung. Ein Zugpferd steht für irgendwas, ich weiß nicht mal für was. Im Endeffekt ist es aber auch hier eine XML-Datei. Und zwar nach dem Faktur-X-Standard. Und diese XML-Datei nach dem Faktur-X-Standard ist ganz einfach eingebunden in eine stinknormale PDF-Datei. Ihr müsst wissen, bislang war es, wenn man Online-Rechnung verschickt hat, immer üblich, dass das Ding einfach eine PDF ist. So, eine PDF enthält alle möglichen Daten. Ich kann die da einfach auf eine Seite zusammenklatschen und dann steht das da drin. Und Zugpferd macht jetzt nichts anderes, als diese ohnehin schon existierende PDF-Datei mit einer XML-Datei anzureichern. Und in der XML-Datei steht einfach genau dieselbe Information nochmal drin, aber halt leichter für Computer lesbar. Ja, weil wir brauchen das. Ist so. Naja, ab dem 01.01.2025 ist eine PDF also alleine keine gültige Rechnung mehr. So. Und wenn man übrigens von solchen Standards redet, es gibt durchaus eine Python-Library, die ich ausprobiert habe. Falls jemand das selber nachmachen möchte, ihr könnt das alles lokal bei euch auf dem Rechner ausführen. Das heißt, ihr habt im Endeffekt schon eure PDF-Rechnung, so wie immer, und dann benutzt ihr diese Library hier, die einfach Faktur-X heißt, und baut euch dadurch eine XML-Datei gemäß dem Standard per Python-Code und könnt die dann in die PDF reinbauen. Und schon habt ihr eine fertige Zugpferd-PDF. Ich kann nicht glauben, dass ich Zugpferd sagen muss hier. Gut, auf jeden Fall, das gibt es auch für andere Sprachen. Also Java hat eine Library und so weiter. Das ist alles hier verlinkt, das könnt ihr euch dann angucken. Es ist nicht schwer. Was aber das bedeutet ist, dass wir eine eingeschränkte Pflicht haben. Ja? Es gibt keine Online-Ressource, wo ich einfach meine PDF hochladen kann und dann wird da automatisch die XML draus gebaut. Das gibt es nicht.
Jeder muss sich selber drum kümmern. So einen Service hätte ich tatsächlich eigentlich vom Staat dann erwartet, wenn man sowas schon Pflicht macht, dass man dann eben auch sagt, ey, hier, das sind die Bibliotheken, vor allem, weil es in öffentlichen Betrieben sowieso schon Standard ist, so eine E-Rechnung zu schreiben. Und hier, das ist die Bibliothek, die verwalten wir, kann jeder benutzen, bitteschön. So, das wäre eigentlich sowas gewesen, was ich erwartet hätte, aber egal. Das Ziel von dieser E-Rechnung war aber tatsächlich, Deutschland zum Digitalisieren zu zwingen. Und ja, weil Unternehmen sich halt einfach weigern zu digitalisieren und aber so eine E-Rechnung, das hat eine Studie rausgefunden, im Schnitt etwa 15,70 € erspart. Da sind dann Portokosten dabei, da sind dann eben Papierkosten dabei, aber auch zum Beispiel die Person, die das einfach bearbeiten muss, weil sie die ganzen Daten von Hand eingeben muss. PDF-Rechnungen sind damit nicht gemeint, das muss man ganz klar rausnehmen, weil bei PDF-Rechnungen muss ich auch nicht mehr von Hand gucken, welche Daten da drin sind. Da kopiere ich einfach auch raus. Gleichzeitig möchte man aber mit den Standards, mit den E-Rechnungsstandards einfach auch die Steuerhinterziehung bekämpfen, weil man dadurch eine bessere Nachverfolgbarkeit hat. Sprich, wenn ich eine Rechnung habe, kann ich ja nachgucken, ob die auch wirklich genauso beglichen wurde auf dem Konto und das alles vollautomatisch. Und es soll als Grundlage dienen, aber auch hier wieder irgendwann mal in der Zukunft als Grundlage dienen für einen elektronischen Nachweis oder ein Meldesystem zur Umsatzsteuer. Das ist aber aktuell auch noch gar nicht Thema, das kommt erst noch. Also das, was wir jetzt einführen, ist erstmal so eine Art Vorgeplänkel, wenn man so möchte. Und ja, der einzige Benefit ist im Endeffekt, man kann halt die Digitalisierung erzwingen. Aber wir gucken uns mal an, wie gut das funktioniert. Aber davor gucken wir uns noch eine andere Sache an, die ich euch auf jeden Fall auch mitgeben möchte. Und zwar bin ich schon relativ bald, nämlich am 29.11. wieder in Frankfurt. Und ihr könnt gerne vorbeikommen. Ich werde dort beim ITCS Frankfurt sein. Das ist eine Tech-Konferenz, eine IT-Jobmesse und gleichzeitig auch ein Festival. Und für euch ist das komplett kostenlos. Es findet statt, wie gesagt, am 29.11. und zwar von 10 bis 16 Uhr. Ich kann euch eigentlich nur empfehlen, dorthin zu kommen, weil ihr habt dort mehrere Bühnen, also größer gleich 3 Bühnen, die im Endeffekt fast durchgängig mit richtig, richtig geilen Vorträgen bespielt werden. Ihr habt dort einen Haufen Gaming, ihr habt teilweise auch wirklich spannende neue technologischen Errungenschaften. Zum Beispiel, ihr könnt auch zocken und es gibt auch Unterhaltung. Aber es gibt auch zum Beispiel kleine Roboter, die rumlaufen und die kann man angucken und mit den Leuten, die sie dann gebaut haben, der hier zum Beispiel, mit denen kann man auch reden. Das ist immer super, super spannend und ja, ich werde dort auch sein. Ihr könnt super gerne vorbeikommen. Ich werde dort auch einen Vortrag halten und mit mir, keine Ahnung, quatschen, ein Foto machen oder auch meinen Vortrag anhören, vielleicht, falls ihr Bock habt. Und ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn ihr auch da vorbeikommen würdet. Wie gesagt, 29.11., 10 bis 16 Uhr. Einlass ist schon um 9:30 Uhr. Bei der Messe Frankfurt Halle 1.2. Ich würde mich wahnsinnig freuen und wir sehen uns spätestens da. Okay, aber lasst uns noch mal über die Probleme von den E-Rechnungen sprechen. Und zwar, die Probleme für mich sind hauptsächlich die Ausnahmen, die wieder mal hier eingebracht wurden. Und es gibt einige Ausnahmen davon. Wir fangen hier in dem Fall mal ganz neuartig unten an. Und zwar, es gibt einige steuerfreie Umsätze, die man so nicht definieren muss und die brauchen nach wie vor keine E-Rechnung, weil sie steuerfrei sind. Aber trotzdem wäre es cool, dafür auch eine E-Rechnungspflicht zu haben, denn das würde wirklich dazu führen, dass wir alles automatisch verarbeiten können. Wenn jetzt da aber automatisch einfach nur eine PDF kommt, dann kann ich die wieder nicht, oder gar eine Papierrechnung, dann kann ich die wieder nicht verarbeiten und muss wieder schauen, wie ich das in meinen Workflow reinbringe. Das heißt, ich kann den Vorgang nicht durchgängig digitalisieren, sondern muss immer diese Achtungs- und Wenns und Abers auch noch beachten. Gleichzeitig übrigens, die Bahn ist nicht dazu verpflichtet, euch eine E-Rechnung zu schreiben. Bahntickets sind ausgenommen und generell Fahrausweise sind ausgenommen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was alles als Fahrausweis gilt, aber ich glaube, da gibt es eine deutlich eine Definition, aber die Deutsche Bahn wird als Fahrausweis gelten. Das heißt, auch das lässt sich nicht automatisch einsortieren in die Buchhaltung. Und noch viel schlimmer für mich sind die Kleinstbeträge, denn bis 250 € gibt es keine E-Rechnungspflicht. Die dürfen einfach weiterhin machen, was sie wollen. Und wow, wer hätte das gedacht? Das kann man super, super leicht ausnutzen. How to abuse. Ja, wenn ich eine Rechnung von 1.000 € habe,
schreibe ich einfach viermal eine 250 € Rechnung und schon muss ich keine E-Rechnung mehr schreiben. Sprich, wenn ein Betrieb nicht digitalisieren möchte, dann muss er das nach wie vor nicht. Ich verstehe nicht, warum man diese Ausnahmen braucht. Man hätte doch einfach gleich sagen können, bitte schreibt doch einfach alle eine E-Rechnung, dann müsst ihr euch nicht drum kümmern, ihr seid jetzt alle E-rechnungspflichtig, dann kann man auch den Vorgang wirklich durchgängig digitalisieren und wirklich alles automatisch machen. Warum jetzt da die Bahn eine Ausnahmeregelung braucht, verstehe ich nicht ganz. Aber gut, ich hatte es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen auch, es ist quasi keine Hilfe verfügbar. Wenn man online sucht, dann findet man zum Selbermachen entweder Lösungen, die man einkaufen muss, oder man findet Python-Bibliotheken und das ist auch schon so ziemlich alles. An sich wäre hier eine Online-Website, wo man einfach ganz normal die Rechnung hochladen kann, dann wird das erfasst. Das geht an vielen Stellen schon. Meine Bank kann das auch. Wenn ich dann eine PDF hochlade, dann wird das automatisch ausgelesen, an wen das geht, wie viel und welche Kontonummer das ist. Das geht da auch. Und das könnte man einfach benutzen, um automatisch eine E-Rechnung aus einer stinknormalen PDF zu machen. Dann könnte ich das einfach in ein Portal hochladen. Das kann von mir aus auch absolut Client-Side laufen über JavaScript im Browser und damit auch allen Datenschutzrichtlinien gerecht werden. Und dann kann ich das runterladen und habe eine Zugfahrtrechnung. Aber sowas gibt es nicht. Und das hätte ich eigentlich erwartet, dass der deutsche Staat sowas dann wenigstens baut. Stattdessen kursieren sogar Falschinformationen. Diesen Beitrag hier habe ich von Reddit, wo jemand aus der Baubranche schreibt, er musste für 2.500 € plus 10% jährliche Wartung sich ein E-Rechnungssystem anschaffen. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Ich persönlich zahle 5 € plus ein bisschen was, aber sicher keine 2.500 €. Und auch die Meldung ans Finanzamt ist eigentlich keine Pflicht. Was mir meine Steuerberaterin gesagt hat, was ich nicht einfach im Internet recherchieren musste. Aber wenn der Steuerberater halt sowas nicht macht, dann ist schwierig. Und dass da keine einheitlichen Informationen rausgehen, ist auch hier wieder für mich sehr, sehr schwierig und sehr problematisch. Was noch viel, viel schlimmer ist, sind die ganzen Limitierungen, die drumherum existieren. Und zwar, also ja, wir hatten gerade schon, dass die Umstellung teuer ist, und es keine Hilfe gibt, aber manche Anbieter nutzen das halt leider auch gnadenlos aus. Ich verstehe nicht, warum wir kein einheitliches System dann bekommen können, ein Buchhaltungssystem vielleicht vom Staat entwickelt, Open Source, das einfach jeder bei sich verwenden kann. Wenn man schon zur Digitalisierung gezwungen wird, warum kriegt man dann nicht die nötige Hilfestellung dazu? Italien beispielsweise, ich habe mich da ein bisschen eingelesen, Italien hat wirklich viel investiert, dass es ein gutes System hat und dass dieses System dann auch breit angenommen wird und es da nicht so wirklich Probleme mit gibt. Und bei denen funktioniert das. Und die haben diese Einschränkungen nicht. Stattdessen haben sie halt ein bisschen was in die Hand genommen, haben was gemeinsam entwickelt. Ohne diese ganzen Wenns und Abers und unter 250 musste gar nicht und so. Und das sind wieder solche Hürden, die man einfach nicht braucht. Außerdem übrigens, der 1.1.2025 ist nicht so eine richtige Deadline. Es ist wieder mal eine dieser weichen Deadlines, die gar nicht so ernst gemeint sind. Und zwar, ab dem 1.1.25 hat die Papierrechnung keinen Vorrang mehr zur E-Rechnung. Das bedeutet, E-Rechnungen sind an sich der Standard, aber alles andere ist auch weitestgehend akzeptiert. Weitestgehend akzeptiert bedeutet, wenn ich meinem Management zum Beispiel eine Rechnung schreibe, dann darf ich die nach wie vor als reine PDF oder sogar per Papier schicken, obwohl wir eigentlich eine E-Rechnungspflicht haben. Die Pflicht ist nämlich noch gar nicht aktiv. Wenn mein Management dem Ganzen zustimmt und sagt, ja, ist in Ordnung, dann ist das eine Einwilligung und dann ist es auch völlig in Ordnung für die. Während, wenn die Nein sagen, dann müsste ich eine E-Rechnung schreiben. Aber das wird wohl nicht so oft vorkommen. Und dementsprechend gilt sogar für wirklich alle Betriebe in Deutschland erst ab dem 1.1.27 eine wirkliche Pflicht. Und auch dann nur, wenn man mehr als 800.000 € Umsatz im Jahr erwirtschaftet hat. Erst dann hat man ab dem 1.1.27 wirklich eine E-Rechnungspflicht. Und ab dem 1.1.28 ist die E-Rechnungspflicht dann für alle der Fall. Und selbst dann nicht. Selbst dann gilt die E-Rechnungspflicht erstmal nur, auch ab dem 1.1.28 nur innerhalb Deutschlands. Sprich, ein Betrieb, der einem anderen Betrieb in Deutschland
eine Rechnung schreibt, die höher ist als 250 Euro. Nur dann. Wenn es weniger ist, wenn es ins Ausland ist, wenn es vom Ausland kommt, selbst EU-Ausland zählt da rein. Und man merke an, Frankreich hat eine E-Rechnung, Italien hat eine E-Rechnung. Aber diese Kooperation, die ist nicht Pflicht. Und vielleicht habt ihr es schon gemerkt, ich rede eigentlich immer nur von Firma zu Firma. Wenn ich jetzt beispielsweise einkaufen gehe, dann gibt es da keine E-Rechnungspflicht. Wenn ich jetzt im Aldi irgendwie mir Essen kaufe, keine E-Rechnungspflicht. Und Fun Fact, diese E-Rechnungspflicht existiert auch schon in Italien. Die ist jetzt nicht irgendwie was man sagen würde, hey, das geht auf gar keinen Fall. In Italien geht das. In Deutschland hat man aber gesagt, wir machen das nur Business to Business. Was wieder ein paar Probleme mit sich bringt. Und zwar nehmen wir einfach mal an, der Morpheus geht im Saturn sich eine neue Grafikkarte kaufen. Nun steht er an der Kasse und braucht ja, weil es eine Geschäftstransaktion ist, weil er mit dem Ding KI berechnet, die ihr dann in den Videos seht, oder die Ergebnisse von den Recherchen in den Videos seht, dafür brauche ich dann natürlich eine E-Rechnung, weil ich bin ja ein Gewerbe. Und dementsprechend brauche ich die E-Rechnung von meinem lokalen Saturn und deren Kassensystem. Jetzt muss deren Kassensystem also quasi zweigleisig fahren. Einmal keine E-Rechnung und ganz normaler Ausdruck für die ganz normalen Menschen und die E-Rechnung für die Businesses, die dann doch vielleicht einkaufen gehen. Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach sagen kann, ihr kriegt alle eine E-Rechnung und wir machen das, weil es wäre nicht arg viel schwerer. Es müsste buchstäblich nichts anderes getan werden, weil Zugpferd beispielsweise ist immer noch eine stinknormale PDF. Nun gut. Was man sich aber eigentlich erwünscht hatte, und das hatte ich auch schon mit den beiden Podcast-Partnern besprochen, wäre, also in meinem Fall zumindest, eine Integration direkt in die Bankumsätze drin. In meinem Fall wäre das, also mein Wunsch wäre gewesen, wenn ich eine Rechnung überweise, dann steht direkt in meinen Bankumsätzen drin, ey, diese Rechnung, bla bla bla, das ist die XML-Datei für die Rechnung und dann habe ich direkt jeden einzelnen meiner Bankauszüge mit einer Rechnung belegt. So, das wäre für das Finanzamt der absolute Traum, weil dann können die einfach direkt nachgucken und zu allem ist eine Rechnung dabei. Das würde die komplette Buchhaltung vollständig digitalisieren und automatisieren. Aber leider ist das nicht der Fall. Es ist immer noch ein getrenntes System. Bankumsätze haben nichts mit den Rechnungen zu tun. Ich kann sie auch nicht anhängen, leider. Was für mich bedeutet, ich muss nach wie vor meine gesamten Kontoauszüge von Hand in das Buchhaltungssystem reinladen und dann hoffen, dass das irgendwie zugeordnet werden kann. Weil es ist nicht nur wichtig, wann man die Rechnung bekommen hat, sondern auch, wann man sie eben beglichen hat. Und beides brauche ich im Grunde genommen für die Steuer. Ja. Und ein letzter Punkt, den ich auch noch ansprechen möchte, von meiner Seite aus, es geht um die Cybersecurity. Und ihr wisst, dass Unternehmen zur Digitalisierung zwingen immer ein bisschen schwierig ist. Viele Unternehmen, die klassischerweise offline arbeiten, werden jetzt dazu gezwungen, zu einem Dienstleister zu gehen. Aber sie bekommen dann natürlich trotzdem einen Zugang, sprich, sie bekommen einen Rechner. Und in diesen Rechner werden alle Rechnungen eingetragen, die man so hat. Und die werden dann online eben als E-Rechnung ausgewiesen und ja, dann eben verschickt. So. Firmen, die standardmäßig eher nicht so die Online-Firmen sind, werden dazu gezwungen, sich jetzt so ein System anzuschaffen und das dann sicher zu halten. Und ich habe gerade schon gesagt, allein für die Umstellung von normaler Rechnung auf E-Rechnung gab es quasi keine Unterstützung. Wer sichert diesen Menschen den Rechner ab, wenn die kaum verstehen oder wissen, wie man sich online bei einem Account anmeldet? Ja, genau das ist die aktuelle Situation von der E-Rechnung und ehrlich gesagt, ich glaube, eigentlich finde ich E-Rechnung super gut. Das Ding hat riesiges Potenzial. Wirklich. Also, wenn ich das automatisch alles bei mir einpacke, dann kann ich meine komplette Buchhaltung automatisieren. Vollautomatisieren, wohlgemerkt. Aber dann kommt sowas dazu wie Ausnahme hierfür, Extras hierfür. Und der Betrieb muss dir gar keine E-Rechnung stellen und eigentlich auch erst ab 2027. Und übrigens Kleinunternehmer sowieso erst ab dem 01.01.28. Und außerdem für B2C keine E-Rechnungspflicht. Und dann noch gleichzeitig diese Extras, dass es eigentlich gar nicht kompatibel ist und ich nochmal ein separates Konto dafür brauche und dann sogar noch dafür bezahlen muss.
Im Grunde genommen war da eigentlich viel Potenzial drin, aber ich sehe es irgendwie fast schon als verschenkte Chance an. Ich hoffe, dass das nochmal ein bisschen angepasst wird. Ich hoffe, dass wir es bis 2028 dann vielleicht hinbekommen, dass die E-Rechnung dann doch der Standard ist für einfach alle. Ohne Extras, ohne Ausnahmen und ohne Kleinbeträge oder gar Bahn. Ja, was nehmen wir davon mit? Ich habe das Ganze mal bei mir lokal mit Python probiert. Es hat gut geklappt. Wenn euch das reicht, dann nutzt einfach Python. Ansonsten könnt ihr euch auch einfach einen Dienstleister holen. Der macht das dann auch für euch. Es gibt günstige Dienstleister da draußen, die kosten nicht allzu viel. Werbung mache ich aber an der Stelle mal keine. Nicht, dass es irgendwie noch irgendwelche Nachspiele hat. Und genau, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Sorry für den Rant, das musste irgendwie raus. Bis zum nächsten Mal.